Und das hier erinnert so krass an den Zion National Park. Es ist so spektakulär, die Fahrt hier durch. Solchen Pfaden möchten wir gerne öfters unterwegs sein. Und irgendwie machen voll viele Leute hinter uns am Van Fotos. Dann fahren wir jetzt wohl dem Sonnenuntergang entgegen. Das macht einen richtig nervös. ...2022 sind wir aufgebrochen, um die Panamericana zu bereisen. Wir sind auf dem Weg von Kanada über tausende Kilometer bis nach Feuerland unterwegs. Das Enddatum der Reise steht fest und mittlerweile sind wir in Nordargentinien. Ein komisches Gefühl voller Vorfreude und Wehmut begleitet uns, denn wir brechen nun auf unsere letzte Etappe. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind schon relativ früh auf den Beinen. Ja. Wir haben so gegen 8 Uhr morgens und nutzen noch die kühlen Morgenstunden, um hier einmal durch den Canyon zu wandern. Das ist so schön und so eine richtig coole Abwechslung zu dem Rest, den wir in den letzten Tagen gesehen haben. Nämlich nur Pampa und Staub. Ja fast grün. Ja, wir fahren nämlich gerade aktuell der Ruta Carenta entlang in Argentinien und sind gerade in der Region La Rioja, was eigentlich bedeutet, dass es ziemlich viel Staub und Wüste ist. Und da kommt so ein kleiner Canyon mit kleiner Oase. Irgendwie erinnert es mich an die Baja ein bisschen im Inland. Richtig schön, tut richtig gut. So eine Stunde Hike jetzt und dann haben wir uns unseren Kaffee und Frühstück well verdient. Well. Komplett still hier und es ist richtig schön einfach. Es tut richtig gut. Peppy kann hier rumflitzen. Auch wenn hier gibt es sehr viel Gras, sehr viel frisches Gras. Hier das ein oder andere Mal ein bisschen Gras nascht. Wir immer im Blick behalten. Und wir sind hier einfach komplett alleine. Ach, ist richtig schön.
machbar. Selbst, was meinst du? Nee. Hier geht so eine kleine Kraxelpartie los, aber hier um die Ecke ist noch so ein kleiner Wasserfall, den wir uns eigentlich gerne angucken wollten, aber dieses kleine Stück ist für Peppi einfach nicht machbar. Normalerweise kraxelt sie echt gerne, aber wenn sie sich so hinsetzt und es noch nicht mal versucht, hinterherzukommen, dann vertrauen wir ihr da mal. Eigentlich hat sie eine sehr gute Selbsteinschätzung. Mal gucken, wie das ist, wenn ich da noch hochkraxel, ob sie dann immer noch sitzen bleibt. Aber ich bleibe jetzt einfach mal hier bei ihr und Basti guckt sich mal da oben um. Also, diese riesigen Felsbrocken sehen auch einfach so krass aus. Fragt sich einfach immer, wie die da hingekommen sind. Wir sind schon wieder auf dem Rückweg. Wir wollen heute nämlich noch ein paar Kilometer fahren. Aber sind richtig froh, dass wir hier waren und dass wir hier noch ein bisschen auch Peppi auspowern konnten, bevor wir jetzt wieder ein paar Stunden im Auto sitzen. so, wir haben noch eine Podcast-Episode aufgenommen. Ich wollte unbedingt noch Capybaras sehen. Ja. Die kleinen Meerschweinchen. Also die kleinen, naja, klein sind sie nicht, aber Die sind ziemlich groß. die sind ziemlich groß. Sieht Und aus wie so ein richtig krass mutiertes Meerschweinchen. Ja, es ist echt ein mutiertes Meerschweinchen. Aber jetzt müssen wir wirklich los, denn wir gehen so ziemlich auf der letzten Rille hier. Wir haben kein Wasser mehr. Unser Strom ist quasi leer. Da sind wir auch nur noch irgendwie auf 20-25%. Trinkwasser ist alle und unser Kühlschrank ist leer. Deswegen müssen wir jetzt raus aus unserem wunderschönen Platz hier und mal wieder Richtung Zivilisation, damit wir ein bisschen die Vorräte auftanken können. Und dann brechen wir auf weiter Richtung Süden. Wird ein langer Fahrtag heute. Biertunnel. Das ist ja auch tatsächlich die Ruta 40. Ah ja? So, ich dachte, da wo wir jetzt links abgebogen sind, da. Da vorne kommt jetzt gleich eine Stadt und wir versuchen mal unser Glück, dass wir was zu trinken und ein bisschen Obst und Gemüse bekommen und Wasser auftanken können. Keine Ahnung.
Häusersiedlung aus. Ja, crazy. In so ein paar kleineren Dörfern davor hatten wir leider nicht so viel Glück. Die Ruta Carenta ist eine der beliebtesten Strecken und nach der Panamericana eine der längsten Fernstraßen in Südamerika. Sie führt durch abwechslungsreiche Natur und verschlägt uns das ein oder andere Mal die Sprache. In der Provinz San Juan befahren wir eine der trockensten Abschnitte und bewundern die roten Felswände, die ein unglaubliches Panorama bieten. Die guten Straßenverhältnisse lassen richtiges Roadtrip-Feeling aufkommen und erleichtern uns das Reisen aktuell sehr. Einer unserer Lieblingsnationalparks ist ja der Zion National Park in den USA. Und das hier erinnert so krass an den Zion National Park. Es ist so spektakulär, die Fahrt hier durch. Und irgendwie ist es wirklich, als würde man durch den Zion fahren. Wir haben hier an einem Aussichtspunkt angehalten und wollten hier eigentlich nur einen kurzen Zwischenstopp machen, aber dann haben wir irgendwie gemerkt, dass wir doch ganz schön K.O. sind und es war auch irgendwie schon 5:30, und haben dann beschlossen, dass wir hier unser Lager aufschlagen. Es sieht einfach wahnsinnig schön aus, es ist richtig, richtig toll. Ja, aber dadurch, dass ich meine Periode bekommen habe und durch meine Endometriose immer die ersten paar Tage ziemlich leide, was das angeht, und wir auch noch den Podcast schneiden müssen, haben wir dann gesagt, let's call it a day, und haben dann auch irgendwie vergessen, noch die Kamera in die Hand zu nehmen. Eigentlich haben wir soweit alles bekommen. Wassertank konnten wir leider nicht auffüllen, aber das können wir dann hoffentlich morgen machen, und ich versuche jetzt das Geschirr mit dem restlichen Wasser, was wir noch haben, sauber zu bekommen, und dann machen wir uns noch was Leckeres zum Abendessen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ganz gut geschlafen, es war super, super windig und der Van stand leider quer zum Wind. Deshalb haben wir ein bisschen geschaukelt und es wurde doch recht frisch heute Nacht. Wir sind ja schon wieder fast auf 2000 Metern und aber genießen jetzt heute Morgen richtig die kühle Bergluft und laufen hier die alte Ruta Carenta entlang. Hier ist noch ein Stück von der Ruta Carenta, die erst 2015 restauriert wurde. Also da geht jetzt ein anderer Weg entlang und der hier ist jetzt nur noch für Fußgänger geöffnet, was richtig, richtig schön ist und der auch direkt von unserem Parkplatz aus losgeht. Und ja, den kann man jetzt richtig entspannt entlang gehen, so an einem Canyon entlang. War bestimmt auch eine aufregende Fahrt damals, als man das noch mit dem Auto machen konnte. Aber ja, die ganzen Landslides haben, glaube ich, dafür gesorgt, dass man dann gesagt hat, man baut eine richtige Straße außenrum. Peppi jetzt mal zu mir genommen, weil sie hier immer so kleinen Vögel hinterherjagt und die dann natürlich über die Klippe hinaus pfeifen und Pepsi am liebsten hinterher. Das war mir jetzt dann doch ein bisschen zu gefährlich, aber ansonsten ist es ein richtig schöner kleiner Weg. Auf solchen Pfaden möchten wir gerne öfters unterwegs sein, dass wir so kleine Wege finden zu Wanderungen und Spaziergängen mit Hund. Weil hier in der Nähe wären jetzt auch Nationalparks, aber Hunde natürlich nicht erlaubt und würden auch irgendwie fast 30 € pro Person Eintritt kosten. Man darf dann aber auch nicht mit dem Auto rein, sondern muss eine geführte Tour machen, die dann auch nochmal kostet und dann ist man am Ende irgendwie bei 60 € pro Person am Tag. Und wir können dann aber, dadurch, dass wir das Auto nicht mitnehmen können und Peps auch nicht, dann maximal nur 3-4 Stunden da verbringen und das ist uns dann leider ein bisschen zu teuer. Wollen uns aber gar nicht beschweren. Wir genießen die Natur einfach hier so. Aber ja, schade ist es natürlich trotzdem irgendwie. Wo ist Herrchen? Uli. Ich habe leider keine Kaffeebohnen mehr oder normales Kaffeepulver. Und deshalb, so schmeckt irgendwie der Anrührkaffee, der Instant-Kaffee am besten. Nicht schlecht und es ist warm genug. Merci. Wir essen jetzt nochmal schnell. Und dann hauen wir hier auch ab, weil hier wird es irgendwie gerade richtig voll. Und irgendwie machen voll viele Leute hinter uns am Van Fotos. Und da ist gar nichts. Steine. Eine Müllecke. Also nicht von uns, aber... Die Leute holen Steine von da hinten hinter unserem Van und bringen sie auf diesen Steinhaufen. Sie haben ja schon eigenartige Traditionen, die Argentinier. Ja. Mit den Wasserflaschen auch. Achso, mit den Wasserflaschen auch, ja. Das müssen wir euch auch nochmal zeigen, wenn wir die leeren Plastikflaschen am Straßenrand sehen. Aufgetürmt bis sonst wo. Volle Wasserflaschen. Also nee, einfach Flaschen, egal welcher Art,
gefüllt mit Wasser. Ja, aber meistens sind Plastikflaschen. Ja. Das sind meistens so Ja. PET-Flaschen. Aber kann auch eine Colaflasche Ach sein, so, mit ja, Wasser ja, gefüllt. genau. Also es Ja. sind jetzt nicht nur Wasserflaschen. Nee, das stimmt. Hauptsache Plastikflasche mit Wasser drin. Recherchier, Basti. Ja, Wikipedia. Apachita. In Peru und Argentinien auch Apacheta. Ist ein aus Stein aufgeschichteter Hügel, der als eine Art Altar zu Ehren der Pachamama, was die Erde ist, Mutter Erde. Mutter Erde, genau, errichtet wird. Die Apachita ist in Bolivien häufig weiß eingefärbt, hier nicht. Die indigene Bevölkerung legt vor der Apachita Opfergaben ab und bittet Pachamama darum, dass Unglück, Chignis, von ihrem Weg abgehalten wird und sie den weiteren Weg gesund fortsetzen können. Dann sollten wir das vielleicht auch nochmal machen. Und das war Recherche, Basti. So, jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Ich klopfe trotzdem nochmal auf Holz. Fahren wir weiter? So, bleib drauf. No, es perfecto. So. Hier an der Tankstelle konnte man jetzt noch duschen. Das hat richtig gut funktioniert. Ich war schon drin, jetzt ist Basti drin. Oh, es tut einfach immer so gut. Nach ein paar Tagen. Mal wieder frisch geduscht zu sein. Ich fahre jetzt mit Peppi. Wir stehen hier eigentlich im Schatten. Ich fahre jetzt mit Peppi aber darüber an die Wiese. Und dann kann die auch noch ein paar Meter gehen, ne, Mausi? Wird Zeit. So lange nicht gesehen. Wir sind gerade wieder aus dem Supermarkt rausgekommen, haben schon alles verladen. Haben uns jetzt hier eine kleine Snackplatte gemacht, weil wir haben Hummus gefunden und wir möchten gerne noch ein Stündchen fahren. Es wird aber draußen schon dunkel und wir sind hungrig, was sowieso nicht so eine gute Idee war, da einkaufen zu gehen, für uns hungrig. Wir haben nämlich ziemlich viel gekauft. Egal. Wahnsinn Sonnenuntergang. Wahnsinn Sonnenuntergang, sagt Basti. Dann fahren wir jetzt wohl dem Sonnenuntergang entgegen. Ja, ist nicht mehr viel da. Nicht mehr viel da. Aber rote Wolken. Wir haben irgendwie komplett vergessen, im Supermarkt zu filmen, aber manchmal, Supermärkte sind für uns am Anfang interessant und dann ist es so eine Routine, dass wir überhaupt nicht mehr denken, dass es interessant für euch sein könnte. Aber vielleicht ist es das ja, weil eigentlich denke ich immer voll oft, Eigentlich schon cool, ne? ja, zu sehen, wie Supermärkte in anderen Ländern aussehen. Also schreibt das mal unten in die Kommentare, ob ihr mehr so Alltagssachen, wirklich wie einkaufen, keine Ahnung, tanken, was gibt's noch? Wasser auffüllen, duschen. Ja, duschen wollen zu sehen. Duschen. Ja, einfach so die normalen Alltagssachen irgendwie mehr sehen wollt. Supermarkt ist vielleicht schon interessant, ja. Ja, da nehmen wir euch da mal ein bisschen mehr mit.
Hallo. Bruno. Dein Additiv hinten. Schon gemacht. Guten Morgen. Wir haben gestern Abend hier noch ein ganz nettes Plätzchen gefunden. Bisschen anders als vorgestellt. Es hieß zwar schon Desert Camp, aber wir dachten nicht, dass es so wirklich wieder so eine feinstaubige Wüste ist. Es kam uns gestern Abend dann auch im Dunkeln hier auch nochmal ein LKW entgegen und wir mussten quasi stehen bleiben, weil die Staubwolke wieder so schlimm war. Eigentlich wollten wir hier den Tag stehen bleiben, aber wir kommen hier nicht diesen kleinen Track nach hinten, weil der Boden so porös ist. Dann können wir nur vorne in diesem Pull-Out stehen bleiben, neben der Straße und wenn da die LKWs vorbeifahren. Also es fahren nicht viele vorbei. Es war jetzt glaube ich einer heute Morgen. Aber dann kommt halt diese riesen Staubwolke. Mal gucken. Aber es ist leider auch nicht mehr viel Weg bis nach Mendoza und dann wären wir direkt wieder in der Stadt. Und eigentlich würden wir lieber gerne hier ein bisschen im Freien noch stehen bleiben. Wir überlegen uns das mal. Kein Kaffee am Morgen. Das macht einen richtig nervös. Ach so. Das ist richtige Sucht. Du hast keinen Kaffee mehr. Ich habe ein richtiges Suchtkribbeln in mir. So, ich habe keinen Kaffee, ich habe keinen Kaffee, ich habe keinen Kaffee. Was da? Eine Plastiktüte. Du kannst vor allen Dingen nachher nochmal jagen, weil die da festgebunden ist. Du brauchst hier gar nicht. Nee, du brauchst gar nichts beobachten. Das ist nur eine Plastiktüte. Wir haben jetzt nach einem entspannten Vormittag doch beschlossen, dass wir noch aufbrechen und fahren weiter Richtung Mendoza. Es ist ja einfach so abgefahren staubig. Der Platz war abgefahren staubig. Hier gerade in der Luft ist überall Staub. Also es ist auch super windig heute. Bin mal gespannt, wie das dann so in der Stadt ist. Sieht voll krass aus, oder? Ja. Aber es muss am Wind liegen, oder? Ja. Kaffee!
Kaffee. Und Vielleicht hätte ich sogar noch viel mehr mitnehmen sollen. da. Schon gemahlen, extra für Bialetti. Das ist eine Rösterei. Es gibt richtig viel Kaffee. Geil. Und also 500 Gramm für 16.000, das sind 12 Euro. Das ist richtig gut. Normalerweise kriegt man dafür noch nicht mal die Hälfte. Cool. Frisch. Geil. Den probiere ich und wenn er gut ist, müssen wir nochmal herkommen. Eins ab. Ja, darf man da einfach so drauf, ne? Ich darf das. Ride safely on the bike lane. Drive safe. Mhm. Olivenbäume und Wein scheint gut zusammenzugehen. Ganz nett gemacht eigentlich. Es wird jeder Prozess, jeder Step einmal kurz erklärt mit visuellen Veranschaulichungen. Ganz cool. Ja. Und Aber jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Wir haben den Van 15 Meter weiter geschoben zur benachbarten Tankstelle. Da schlafen wir heute Nacht. Und das heißt, für diese Woche war es das auch, oder? ja, Ja, haben wir gerade beschlossen. haben wir gerade beschlossen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr zur nächsten Winery auch wieder einschaltet. Ich meine natürlich zur nächsten Folge. Lasst uns einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Mega Gag, oder? Der kam überraschend. Daumen da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und das Support-Herz natürlich nicht vergessen. Ein Emoji der Woche, das haben wir letzte Woche vergessen. Das wurde uns natürlich auch mitgeteilt. Das wollen wir nicht zweimal hintereinander machen. Nein. Also ist das Emoji der Woche ein Stein. Weißt du, wegen dem Steinhaufen. Mhm. Ein Stein. Das hatten wir ganz bestimmt noch nicht. Und Ich frage mich gerade, ob es einen Stein-Emoji gibt. weiß ich auch nicht. Sonst eine Alternative in Fels oder Das so. hier habe ich gefunden. Siehst du das? Siri sagt, es gibt was. Und ansonsten? Freuen wir uns natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Sozusagen für das Video, das den Kickoff gibt für die letzte Etappe auf unserer Reise. Für die letzten 5 Monate. Falls wer es letzte Woche noch nicht Achso, gesehen genau. hat. Wer letzte Woche im Q&A nicht eingeschaltet hat, Sollte haben wir das schleunigst nachholen. genau. Was wir aber sagen können, wir haben da verraten, wie lange wir noch reisen. Und es sind noch ungefähr 5 Monate, Ja. glaube ich.
Ja, Ja. ungefähr. Sprich, das ist jetzt wirklich unsere letzte Etappe auf diesem Kontinent und wir freuen uns drauf. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr nicht verpasst, wie es weitergeht und was wir noch alles hier so sehen werden. Ich glaube, Patagonien und Feuerland, Wird nochmal richtig schön. ja, das kann man schon mal verraten. Ja, Ne? das ist kein Geheimnis. Das wird richtig schön. Danke. Ende.